Wenn du jeden Tag mit Tasche fährst und du hast sie nur auf der linken Seite, dann ist dein Reifen hinten auch tatsächlich in eine Richtung abgenutzt. Weil wenn ich dieses Teil unter Wasser drücke, ist es natürlich logisch, dass das Wasser natürlich wunderbar schnell hier reinläuft. Ja, also da darf ich ansprechen von euch. Ich erkläre mal wieder das mal Nils. Und zwar der Gepäckträger. Da ist gefragt worden, wenn ich die Ortlieb-Taschen am Gepäckträger habe. Und ich habe mich im Vorfeld ja immer so ein bisschen mit den Taschen beschäftigt und es soll ja auch tatsächlich so sein, dass es oder ähnliche Taschen gibt, auch von anderen Herstellern. Die ist zwar jetzt nicht randvoll. Ortlieb hat einen Reparaturservice. Generell gibt Ortlieb auf die Produkte 5 Jahre Garantie. Wenn ich jetzt mit der Tasche einigermaßen umgehe, begleitet mich so ein Vario mindestens 15 Jahre lang. Du bist Experte von Ortlieb und dir kann ich die Fragen jetzt stellen und dann sind die Antworten in diesem Video. Ja, genau. Und wir haben ja jetzt hier wieder mal einen altbekannten Gast als Tasche, den Vario PS, aber auch gleichzeitig dich als Gast in diesem Video. Ne? Ja, danke für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr schön, dass du da bist. Und jetzt ist eigentlich doch der Einsatz von... Ja, und hier haben wir ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und mit Ralf Schröter. Bitte sehr. Ja, danke schön. Den Helm musst du hier lassen, den brauchen wir im Laufe des Videos auch noch. Aber erstmal moin. Ja, moin. Moin Nils. Moin Ralf. Na, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung mal wieder. Und Ralf ist, wer ihn noch nicht kennt auf diesem Kanal, Ralf ist unterwegs unter anderem für Ortlieb in, ich sag mal, in Deutschland. Genau, einen großen Teil von Deutschland. Einen großen Teil von Deutschland, genau. Und das passt perfekt zu diesem Video, weil, wie ich vorhin angekündigt habe, haben wir einen altbekannten Gast. Was heißt altbekannt? Wie lange gibt es Vario PS schon? Vario PS in der 26 Liter Variante seit knapp einem Jahr. Seit knapp einem Jahr und seit kurzem? Seit Juli haben wir dann die 20 Liter Variante gelauncht. Wir reden hier über eine Tasche, die ich sowohl als Fahrradtasche als auch als tatsächlich hochwertigen Rucksack benutzen kann. Wie wir ihn jetzt hier gerade aufgebaut haben, hier ist es tatsächlich jetzt die Rucksack-Variante mit einem absolut hochwertigen Tragesystem, mit Hüftgurt, verstellbar das Ganze, einer guter Polsterung. Ich kann ihn also wirklich richtig gut auch unter Volllast tragen, im Alltagsbereich. Aber was ist das Besondere nochmal am Schultergurt? Weil so ein Schultergurt, hätte ich jetzt gesagt, finden wir an jedem Rucksack. Aber er ist ja schon hochwertig, oder? Er ist hochwertig, super stabil. Das merkst du ja schon an der Festigkeit. Ja. Ne? Dass wir da dann unter anderem diesen verstellbaren Brustgurt haben. Also das ist ja natürlich auch essentiell wichtig, je nach Größe der Person, dass ich es ein bisschen höher oder ein bisschen runterziehen kann. Genau, also hier sind verschiedene Laschen. Genau. Ich kann das sagen, weil ich auch selbst mit dem Rucksack unterwegs bin. Und meistens tatsächlich als Rucksack. Ja, diese Teile kann man dann so zurückdrücken und in den unterschiedlichen Laschen einstellen. Genau. Ist extrem praktisch. Hab natürlich dann auch hier bei dem Brustgurt auch noch ausreichend Spiel, weil der eine ist ja ein bisschen besser durchtrainiert in den Brustkorb und der andere etwas weniger, dass wir da also auch nicht eingeengt ist. Genau. Ja. Genauso ist es dann eben im unteren Bereich, dass ich den Schultergurt stramm ziehen kann, weil das ist auch ganz wichtig. Und eben, dass auch immer eingefädelt ist und dann nicht eben rumflattert und schlimmstenfalls irgendwo, wenn es hinterher am Fahrrad ist, in die Speichen fällt, etc. Ja, ich denke mal, das hat einfach auch zwei Vorteile, die Ortlieb sich da gedacht hat. Einmal, dass es hier einfach sicher verstaut ist. Genau. Ne? Man sagt so, bei vielen Rucksäcken kennt man das ja, das baumelt hier vorne rum. Hier ist es auf jeden Fall fest und wenn wir die Tasche gleich wirklich mal umdrehen, das werden wir wahrscheinlich auch noch machen, dann ist das auch gleichzeitig sicher verstaut und dann baumelt nicht so ein Ende von so einem Gurt raus. Genau, das meinte ich ja. Und dann hinterher schlimmstenfalls in den Speichen landet und man da dann unfreiwillig absteigt. Ja, dann eben zu den Trägern. Die sind also auch aus einem sehr hochwertigen, festen Material. Haben innen dieses Ripstop. Ripstop ist eben, wie der Name schon sagt, dass es eben auf dem Textil nicht rutscht. Na, hier haben wir ja die glatte Oberfläche. Das würde ja tatsächlich dann immer rutschen. Und hier haben wir eben dieses feinporige Ripstop-Material, damit eben auch der Sitz auf der Jacke oder was auch immer man anhat, das Shirt fest sitzt und nicht dann ewig hin und her rutscht. Nächster Punkt vom Schultergurt. Ja, was wir natürlich noch haben, eine gute Rückenpolsterung, auch wichtig. Ne, das ist dann eben mit Luftpolstern tatsächlich gemacht.
ist in diesem Fall ein wunderbares Sixpack. So haben wir halt das Sixpack dann mal auf dem Rücken und nicht vorne. Ja, und jetzt kommt aber eben, jetzt will der Nils doch mal irgendwann Fahrrad fahren und hat keinen Bock auf den Rucksack. Dann kann ich halt diese Tasche tatsächlich in kürzester Zeit umbauen. Das ist Genau, das relativ mal. simpel. Jetzt darfst du es auch zeigen. Genau, und zwar einfach hier diese kleine Metalllasche hier lösen hier oben und dann nehme ich diese ganze Flap, sagen wir, drehe sie um, fädel sie wieder ein. Hier sei noch dazu erklärt, wir haben hier 3 Möglichkeiten. Das ist einfach für den Befüllungsgrad, je nachdem wie voll ich die Tasche habe, dass ich hier einfach noch mehr Variablen habe, um diese Flap richtig festzumachen, weil sonst sitzt sie nicht richtig. Ja, und jetzt haben wir eben das Tragesystem abgedeckt und wir haben auf der anderen Seite jetzt das Quick-Lock 2 System, so nennt es Ortlieb, für den Gepäckträger. Hier kann man zu sagen, passt an 99 oder sagen wir mal 98% aller standardisierten Gepäckträger. Hier ist natürlich klar bei einem Gepäckträger, dass ich eine Voreinstellung einnehme. Das ist aber auch bei Ortlieb mit diesem Quick-Lock 2 System recht simpel. Man kann das hier eben händisch für die obere Strebe, das geht natürlich etwas schwer, weil es fest sitzen muss, dann je nach Gepäckträger eben verschieben. Macht man natürlich auf beiden Seiten. Und unten, das ist natürlich für die Strebe, die nach unten läuft, kann ich das Ganze dann eben hier auch händisch verstellen und diese Nase halt je nach, wie ich es für den Gepäckträger brauche, verstellen. Dann ist ein weiterer Clou, es gibt natürlich, ich weiß nicht wie viele verschiedene hunderte von Gepäckträgern mit verschiedenen Gepäckträger-Oberrohrdurchmessern. Wir bieten also hier, wie es aus dem Haus kommt, das Quick-Lock 2 System für 8, 12, 14 und 16 mm an. Die Standardvariante der Durchmesser ist für 16 mm. Und jetzt kommt es aber, ich habe eben einen dünneren Gepäckträger. Dann haben wir bei jeder Tasche, das ist also automatisch, wenn ich die Tasche kaufe, mit dabei. Genau, ist im Lieferumfang. Genau, so kleine Adapter. Das sind dann eben diese Hülsen oder Adapterhülsen, die ich dann in dieses Quick-Lock 2 System einfach hier reindrücke, um dann das Ganze zu verjüngen, damit es eben auch bei 8, 10 oder 12 mm einen festen Sitz hat. Und nicht klappert, weil das würde irgendwann auf Dauer nerven, ist unschön. Dafür sind diese Hülsen dabei und wie der Nils das auch gerade schon erwähnt hat, die sind immer dabei, die muss man nicht dazu kaufen. Ja, man braucht sie oder man braucht sie nicht. Und on top gibt es, wenn man jetzt tatsächlich noch ein recht großes Gepäckträger-Oberrohr hat, gibt es auch noch eine 20 mm Variante. Dann muss ich allerdings dieses ganze System wechseln. Das ist dann allerdings auch ein Zukauf. Also man kann das ja jetzt hier, kann man ja auch mal ganz kurz demonstrieren, kann man das ja komplett abmachen, beidseitig natürlich. Und dann gibt es eben diese Haken in einer 20 mm Variante. Genau. Denn es gibt ja mittlerweile auch einige Gepäckträger-Oberrohre, die halt wirklich dementsprechend dick sind. Und im Übrigen, dieser Tragegurt ist auch gleichzeitig dann noch der Auslöser, wenn ich die Tasche abnehme vom Gepäckträger. Ja, genau, jetzt wollen wir so ein bisschen mehr auf den Inhalt bzw. auf das Packmaß eingehen der Tasche. Vom Grundkörper, wie gesagt, ist das einmal hier die 26 Liter Variante, aber wir haben nebenbei noch ein bisschen mehr. Die Flap zusätzlich kann man eben auch noch mal zusätzlich nutzen. Hier haben wir noch mal eine kleine Tasche, tatsächlich dann eben fürs Handy, fürs Portemonnaie, für kleine Sachen, also ausreichend Platz genug. Ich habe vorhin, haben wir ja ein Video uns angeguckt von, ich weiß leider nicht den Kanal, sonst hätte ich das auch noch glatt gesagt. Aber da wurde die Tasche einmal getestet und auch wirklich mal, ich glaube über... Eine Minute war es, Dauerregen, ne? In der Dusche oder 2 Minuten. Ich glaube sogar noch länger. Ja. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bei richtig Dauerregen in der Dusche getestet und auch da war der Inhalt dann noch dicht. Trocken. Ja, ja. Also explizit, es ist halt tatsächlich, gibt es ja richtig wasserdichte Reißverschlüsse, das ist eben keiner. Also da, ich weiß jetzt nicht, ob es nach 7 Stunden Dauerregen tatsächlich mal irgendwann durchkommen würde, aber eben so einen 3- bis 5-minütigen Schauer hält das wirklich locker ab. Genau, das Material, weil auch die Flap ist ja wahrscheinlich genau das gleiche Material wie die Tasche und dementsprechend wasserdicht. Ja, das und natürlich. Hier die Schwachstelle ist der wahrscheinlich Reißverschluss. Die Öffnung vom Reißverschluss hier oben. Richtig. Ich glaube auch, also so wie es aussieht, würde ich sogar sagen, hier geht nichts durch. Das ist eben so nahtfein gemacht, ne? Genau. Ja. Also man sieht schon, wie hochwertig das Ganze verarbeitet ist. Auch wenn man es vielleicht im Video jetzt auf den allerersten Blick vielleicht gar nicht als Reißverschluss erkennt. Man sieht hier kaum eine Naht. Das ist so. Es ist kein klassischer Reißverschluss.
Ja, und da könnte ich jetzt natürlich dann auch direkt eingreifen in das Thema Ortlieb, tatsächlich Made in Germany. Das ist also tatsächlich 100% Made in Germany gemacht. Das ist auch mal hergestellt in Deutschland. Genau. Ja, und dann haben wir hier noch bei der 26-Liter-Variante eine kleine Netzaußentasche. Das ist dann natürlich für eine Trinkflasche etc. Aus so einem kleinen feinen Netzmaterial. Das ist natürlich nicht wasserdicht, das ist auch gar nicht hier der Anspruch. Genau, da kann der Nils auch eine große Bottle reinmachen. Geht das? Das müsste gehen. Ja, passt locker. Sie ist wirklich groß. Genau. Also da kriegt man auch wirklich richtig was rein. Aber bevor wir jetzt da reingucken in diese Tasche, habe ich dann doch noch ein, zwei Fragen, weil es gibt ja verschiedene Farben, das ist ja die eine Sache, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu. Ne? Genau. Aber ich weiß ja auch, eine Farbe, eine neue Farbe ist ja das High Visibility. Richtig. Und ich habe ja die Räubusch-farbene Tasche. Räubusch heißt es. Ja, das ist Räubusch, genau. Ja. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, so gerade was Sicherheit angeht und Co., also Tasche am Rad, finde ich, kann auch ein guter Sicherheitsartikel sein, weil es gibt ja Ortlieb-Taschen in High Visibility. Wer sich jetzt fragt, was ist überhaupt High Visibility? Wie sieht das überhaupt aus? Könnte man sagen, das ist High Visibility. Ne? Das kann man nicht sagen, das ist tatsächlich High Genau. Visibility. Das heißt, man sieht hier ganz viele Silberfäden drin und das heißt, diese Tasche ist komplett reflektierend. Also selbst die schwarze Seite, wenn die angestrahlt wird, ist es nicht mehr schwarz, es ist komplett Silber. Also es ist wirklich richtig grell. Genau, also wenn man damit im Dunkeln unterwegs ist und da kommt ein Autoscheinwerfer, der da so raufblendet, ein Riesensicherheit. das ist so krass zu sehen, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man Absolut es vorher richtig. gar nicht noch nie gesehen hat. Fragt man sich echt. Den Vario PS gibt es, glaube ich, nur in Schwarz, High Visibility. Richtig, oder? genau. Ja, und jetzt kommen wir im Prinzip einfach zu dem Inhalt. Ja, und das Wichtigste an der Tasche ist tatsächlich eben der sogenannte Rollverschluss, den ich in diese Richtung drehen kann oder natürlich in die andere Richtung. Wenn ich den jetzt richtig zugerollt habe, so wie er jetzt ist, dann ist er tatsächlich spritzwasserdicht, regendicht, staubdicht, UV-dicht. In dieser Variante könnte ich ihn sogar, das ist immer vorausgesetzt, richtig zugemacht, richtig 3-4 Mal gewickelt, auch mal für kurze Zeit unter Wasser drücken. Für kurze Zeit heißt, also jetzt nicht stundenlang deinen Tauchgang mitmachen, dann wird es natürlich irgendwann das Wasser seinen Weg da reinfinden. Aber in dieser Form ist er jetzt tatsächlich auch wasserdicht. So, und dann haben wir natürlich ein großes Staufach. Ich hoffe, man sieht es. Dann haben wir an der Seite noch ein Laptopfach mit 16 Zoll passt rein. Zusätzlich nochmal ein Fach mit einem Reißverschluss, damit ich eben noch Stift oder kleine Sachen darin verstauen kann. Genau, und dann kommen wir auch, glaube ich, zu einer Frage, die auch schon im anderen Video gestellt wurde. Passt hier ein Helm rein? Passt da ein Helm rein. Und ja, Jetzt probieren wir das mal bei der 26 sollte Liter es anders Variante. sein. Das ist übrigens ein Abus Pedelec 2.0. Und siehe da, er verschwindet komplett. Jetzt haben wir im Prinzip schon 2 von 3 Farben, denn dann gibt es nämlich neben dem Schwarz und dem Räubusch noch dann die Farbe Petrol als dritte Farbe. Und die 3 Farben sind im Moment im Portfolio für 24, was 25, 26 kommt. Das weiß ich aktuell auch noch nicht, aber wir haben erstmal diese 3 Farben. Ich war ja noch mitten in der Pause und Dieter macht die Kamera wieder an. Und dann nutze ich auch gleich die Gelegenheit und frage Dieter einmal, weil Dieter hat sich auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Jetzt guckt er mit einem riesen Fragezeichen über dem Kopf, hat den Zettel schon in der Hand. Ja. Ja. Und wenn wir Ralf schon hier haben, vielleicht können wir die ein oder andere Frage dann auch noch einmal mit aufgreifen, wobei wir über viel gesprochen Ich habe haben. ja kein Mikro, ich muss ja hier so rein. Ja, deine Also wie Schrift. ist das denn, wenn ich die voll belade am Fahrrad, dann ist das Fahrradfahren ja auch nicht mehr so einfach, ne? Nee, ich glaube, die Frage war, wie wirkt sich das auf, wenn ich die voll Ja. belade Wie und wirkt dann sich das aus? einseitig am Fahrrad hängt. Ja. Ich weiß nicht, ob du da was dazu sagen kannst. Und Ja, natürlich, aber das wirkt sich ja bei jeder Tasche in irgendeiner Form aus, wenn ich links oder rechts was stark belaste. Aber wie sage ich immer so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich muss sicherlich nicht dann sofort die ersten Kilometer lospreschen, sondern fahre dann eben ein bisschen vorsichtig am Anfang, weil das Rad natürlich ein bisschen nach links oder rechts zieht. Bergunter ist es natürlich eventuell noch etwas mehr zu beachten. Aber letztendlich ist es jetzt nicht so, dass man da jetzt Angst haben muss, dass ich da irgendwie auf die Nase falle. nee. Und was beim Vario PS, da würde ich ja eh sagen, wenn die wirklich randlos, volllos, objektos ist, dann würde ich die
Das wäre dann die sichere Variante. Dann Genau. kommt die auf den Rücken und, Ja. und gut ist. Ne? Dann ist Ja. das Gewicht ja mittig Ja. und alles ist wunderbar. Und ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, vorsichtig fahren. Ne? Genau, einfach Gewohnheitsprozess. Was man aber tatsächlich sieht, ist vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer interessant. Wenn du jeden Tag mit Tasche fährst und du hast sie nur auf der linken Seite, dann ist dein Reifen hinten auch tatsächlich in eine Richtung abgenutzt. Meine persönliche Meinung wäre ja dann 2 Taschen dran zu machen. Da brauchst du nichts wechseln und hast einen gleichmäßigen Verschleiß. Ja, ja. Ja, Aber dann komm, hast du auch die doppelte Belastung. Jetzt mal hier, Ralf. Ich muss mal ein bisschen näher rankommen hier so. Ist die ordentlich denn auch... Sieht aus, als ist wollte die die euch ordentlich auch küssen. wirklich wasserdicht oder ist sie nur regenfest? Da vielleicht noch mal ganz kurz erklären, weil das manchmal so ein bisschen bei unseren Leuten, also unsere Zuschauer, die Ja. uns gucken, da manchmal gefragt wird, ist das denn auch wirklich wasserdicht? Und da muss ich ja sagen, wasserdicht ist ein Unterschied. Ralf Genau. Schröter. Das kommt natürlich auf das Produkt an. Wenn wir jetzt den Vario nehmen, und das ist immer vorausgesetzt, wie ich vorhin schon einmal sagte, ich mache ihn richtig zu, ist er komplett wasserdicht. Dann kann ich ihn auch tatsächlich mal unter Wasser drücken, vorausgesetzt er ist richtig zu. Ja, das ist also ganz wichtig. Es gibt aber andere Varianten und dann zeige ich mal ganz kurz. Das war damals so der Ursprung, Hartmuts erste Tasche, die er auf den Markt gebracht hat, vor mittlerweile 41 Jahren. Das war der sogenannte Packer. Und der Packer hat einen Deckelverschluss. Und alles, was natürlich einen Deckel hat, ist nur spritzwasserdicht, regendicht, staubdicht, UV-dicht. Weil wenn ich dieses Teil unter Wasser drücke, ist es natürlich logisch, dass das Wasser natürlich wunderbar schnell hier reinläuft. Das ist also wirklich der eigentliche Hauptunterschied zwischen einem Rollverschluss, wie ich es hier beim Vario habe oder bei dem Backroller Classic, und mit dem Deckelverschluss von den Packern. Da trennt sich natürlich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das Material natürlich, das ist genauso wasserdicht wie hier auch. Hier ist einzig und allein die Deckelform, macht es am Ende des Tages aus. Noch eine Frage. Genau. Eine Frage noch. Also Wen da, darf ich ansprechen von euch? Ich sage mal wieder, das war Nils. Und zwar der Gepäckträger. Da ist gefragt worden, wenn ich die Ortetaschen am Gepäckträger habe, beziehungsweise auf den Gepäckträger etwas habe, komme ich dann noch an die Taschen ran. Also rankommen ist ja relativ, aber ich meine, wenn natürlich jetzt die Sachen auf dem Gepäckträger so weit überstehen, dann muss man ja irgendwie gucken, also erst dann die Sachen vom Gepäckträger runternehmen, so habe ich die Frage verstanden. Oder aber komme ich dann gar nicht mehr an die Taschen ran oder kann ich die Taschen nicht mehr runternehmen und so weiter und so weiter. Und ein ganz kurzer Hinweis von mir an dieser Stelle, Kanal abonnieren, ganz wichtig, Like da lassen und Video teilen. Und unter diesem Video werde ich eine Ortli-Playlist verlinken. Wir haben ja schon so einige Ortli-Videos gemacht. Die könnt ihr euch alle mal angucken. Ja, ich gehe wieder. Das ist ja auch total unabhängig vom Fahrrad. Also was für ein Fahrrad beziehungsweise was für ein Gepäckträger. Es gibt ja Gepäckträger mit 3 Streben. Genau. Also ich nenne immer 3 Streben. Es gibt Gepäckträger mit 2 Streben. Und Wenn es natürlich keine Strebe hat, dann kann es schon mal bei dem, was ich eben auf dem Gepäckträger habe, ein bisschen knifflig werden. Aber die meisten Gepäckträger haben tatsächlich mittlerweile 2 Streben. Dann hänge ich einfach diese Tasche etwas tiefer und ich kann meinen Gepäckträger noch für den Hundekorb genau, oder also es was auch ging, immer glaube dann ich, eben explizit benutzen. um Ne? den Hundekorb Genau, bei der genau. Frage. Ja. Und doch noch eine Frage. Ja, Dieter, hau raus. Eine sehr wichtige Frage. Wir haben zwar jetzt auch schon ein paar Videos gemacht und haben es auch ein bisschen erklärt oder versucht zu erklären. Und zwar geht es um die Geschichte mit dem QL3-System versus QL2-System. Die Voraussetzung, dass wir vielleicht in dem Video noch mal kurz zusammenpacken, was geht und was nicht geht. Ist das kompatibel, ist es nicht kompatibel? Wir haben den Gepäckträger umgebaut, die zweite Strebe da unten drunter. So, vielleicht mal ein paar Worte zusammenfassend an Nils, der vielleicht, oder wenn du auch. Also meine Meinung ist ja, das QL3-System ist sogar kompatibel zum QL2. Richtig. Weil wenn du ja die Gepäckträger, also das QL3-System sind 3 Punkte, die du an den Gepäckträger schraubst, quasi. Und dann hast du noch eine weitere Reling, die ein Stückchen nach außen steht, wo du dann auch das QL2-System anschließen kannst. Also wenn du jetzt total verwirrt bist, was ist überhaupt QL3? Also so sieht das aus. Und hier sind die 3 Punkte, wo diese Tasche dann fixiert wird. Die sitzt dann wirklich fest am Gepäckträger, die rutscht auch nicht hin und her. Hast aber halt, ich will nicht sagen Nachteil, aber irgendwo vielleicht schon, weil du kannst diese Tasche dann nicht an jedes x-beliebige Rad hängen. Genau, das ist einer der Hauptgründe, weil eben QuickLock 2 ist
gebe ich dir morgen meine Tasche und übermorgen nächsten Kollegen. Das kannst du wirklich individuell wieder an jedes Rad packen. Genau, oder Quicklock jemand leiht sich mein Fahrrad, dann Ja. habe ich diese Tasche und weiß nicht, wohin damit. Genau, Quicklock 3 brauchst du halt tatsächlich den Adapter, beziehungsweise du hast es am Gepäckträger dran. Der große Vorteil, wenn du es mir nochmal bitte gibst, die Quicklock 3 Variante, ist eben, dass du hier eine flache Tasche hast. Es steht nichts ab, das kann man ja wunderbar jetzt so von der Seite sehen, wenn wir es jetzt hier mal vergleichen. Das Quicklock 2 hast du ja dann immer die Haken, und wenn du das jetzt hier tragen würdest, wenn ich jetzt die Tasche hier so trage, habe ich jetzt hier was Glattes und es tut mir nicht irgendwo weh, piekst mir irgendwo, mich irgendwo. Es ist halt tatsächlich eine wunderbar flache Tasche. Und wie du schon sagst, hast du das Quicklock 3 einmal montiert, ist einfach das Reinklicken viel easier. Sie sitzt bombenfest. Es gibt mittlerweile, da ist auch Ortlieb immer sehr bestrebt, mit einigen Radlieferanten da Verträge zu machen, dass die diese Gepäckträger von vornherein verbauen, die dann schon diese Gegenstücke für diese 3 Halter haben. Tatsächlich schon ein Rad vorgestellt, wo serienmäßig dran ist. Stevens macht das zum Beispiel beim E-Strada. Genau. Das ist so ein Urban Bike und da finde ich es auch absolut sinnvoll. Was jetzt nicht geht, die Frage kommt auch schon mal ab und zu, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Tasche Quicklock 2 umrüsten auf Quicklock 3, dass ich jetzt irgendwie so ein Nachrüstset, das funktioniert also von Haus aus nicht, weil das hier eine ganz andere Form ist, da ganz andere in der Produktion, ein ganz anderer Weg ist, also das geht zum Beispiel nicht. Was noch ganz wichtig ist, wenn man sich eine Quicklock 3 Tasche kauft, das Gegenstück für das Fahrrad ist immer im Lieferumfang, das muss man also nicht zusätzlich kaufen, wenn man davon ausgeht, dass man die 3 Adapter nicht an dem Gepäckträger hat. Die ist also immer beim Kauf dabei. Und ich habe mich im Vorfeld ja immer so ein bisschen mit den Taschen beschäftigt und es soll ja auch tatsächlich so sein, dass es oder ähnliche Taschen gibt, auch von anderen Herstellern. Aber wollen wir gar nicht drüber sprechen, was es sonst so gibt, sondern eher so, was zeichnet eigentlich diese Ortlieb-Tasche aus? Und ich habe mir relativ viel gelesen und ich habe ganz oft gesehen, man merkt das ja gar nicht. Man merkt das ja nicht, wenn man diese Tasche vor sich hat, was hier eigentlich passiert. Weil man sagt, es ist doch selbstverständlich. Aber würde diese Tasche immer umkippen, wäre man genervt. Richtig. Aber diese Tasche von Ortlieb, die bleibt einfach so stehen. Ne? Also die ist zwar jetzt nicht randvoll, aber sie steht von selbst. Genau. Und das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, so Ortlieb, jo, wunderbar, tolles Produkt. Also neben hergestellt in Deutschland, auch wirklich ganz schön durchdacht. Ne? Dass man wirklich sagt, so, die ist freistehend. Und gerade beim Rucksack hast du es nicht Genau. richtig zugemacht, kippt in der Pfütze um, schwapp, läuft alles raus, fällt alles raus. Das kann tatsächlich hier jetzt nicht passieren. Und genau, und ein Rucksack fällt um, Brustgurt fällt ins Wasser, Richtig. einen nassen Brustgurt Genau. oder so. Ne? Nervt auf jeden Und das ist ja auch noch ein entscheidender Vorteil, das sagen ja auch viele, wenn ich jetzt Fahrrad fahre, habe die Tasche am Gepäckträger, es regnet, das Tragesystem bleibt relativ trocken durch die Abdeckung. Dann gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel. Wir haben den Umbauprozess, steht von selbst, haben wir schon gesagt. Was wir hier nicht haben, unnötiger Verschleiß. Richtig, also Klett hat immer den Nachteil, dass es irgendwann einfach nicht mehr richtig hält. Das ist nicht einfach an dem Material. Und das birgt natürlich immer das Risiko, dass es dann Reklamationen logischerweise gibt, die Leute sich beschweren, unzufrieden sind. Deswegen haben wir da eben auch komplett auf Klett verzichtet. Klett. Und ich habe auch nicht einen einzigen Magneten gefunden, wo man jetzt sagt, so, Mensch, Genau. auch ein Magnet, weiß man auch, lässt auch irgendwann nach. Magnet immer auch noch dieses, meine Scheckkarte am Magnet entlang etc. Das spielt da auch mal eine Rolle. Deswegen haben wir auch da hier komplett auf Magnete verzichtet. Reklamation, wobei Reklamationen hätte ich jetzt gesagt, gibt es gar nicht. Aber trotzdem kann das natürlich mal sein, dass irgendwas doch kaputt geht oder dass irgendwas nicht so ist, ja, was heißt nicht so ist, wie man es will. Es kann ja auch mal sein, dass irgendwas passiert mit der Tasche und man sagt, ach Mensch, jetzt ist meine schöne Tasche kaputt gegangen. Ich weiß, dass wir immer mal wieder die ein oder andere Ortlieb-Tasche zu Ortlieb schicken und dann kommt die repariert zurück. Genau. Ortlieb hat einen Reparaturservice. Generell gibt Ortlieb auf die Produkte 5 Jahre Garantie. Hat diesen Reparaturservice, da wird dann tatsächlich vor Ort geprüft, lohnt sich die Reparatur. Das ist natürlich manchmal ein irreparabler Schaden, dann wird von Hause Ortlieb eine Alternative angeboten oder natürlich das Ganze repariert. Was Ortlieb dann auch noch hat, das gilt für alle Produkte, Ortlieb bietet einen 10 Jahre Service an für alle
Produkte, für alle Materialien, die ausgetauscht werden können, also sei es Schnallen, sei es Reißverschlüsse. Oft ist es auch über 10 Jahre hinaus, aber 10 Jahre ist so die Grundregel, dass man jedes Material, jedes, wie gesagt, kleines Steckteilchen etc., Kunststoff, irgendwas nachkriegt und dann eben auch wieder seine Tasche erneuern kann. Und das ist eben eigentlich auch so ein Riesenvorteil bei Ortlieb, wenn man mal so sagt, Ortlieb-Produkte sind hochpreisig, keine Frage. Aber sie haben eben auch einen extrem langen Lebenszyklus. Heißt also, wenn ich jetzt mit der Tasche einigermaßen umgehe, begleitet mich so ein Vario mindestens 15 Jahre lang. Fakt ist aber tatsächlich, ist tatsächlich der Lebenszyklus gegenüber vielen von Mitbewerbern, wo man auch oft als Endverbraucher oder überhaupt als Verbraucher geblendet wird von dem Preis. Da gibt es natürlich diverse Produkte, die da auch sehr aggressiv auf dem Markt sind. Aber da wissen wir tatsächlich, der Lebenszyklus von solchen Taschen ist einfach wesentlich kürzer. Zum Thema Nachhaltigkeit und Ortlieb, was kann man dazu erzählen? Ja, wichtig ist, und das ist auch ein ganz großes Bestreben des Namensgebers, es gibt also tatsächlich diesen Hartmut Ortlieb, der auch immer noch in der Firma kräftig mitarbeitet. Genau, ich durfte ihn auch schon mal kennenlernen. Genau. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich weiß ja nicht, ob Hartmut diese Videos guckt. Wie lange dauert das von der Idee bis zum fertigen Produkt, was unser Kunde dann im Laden kaufen kann? Immer viel zu lang. Wir werden ihm Werden ihn darauf hinweisen. Richtig, Ja. genau. Hartmut und natürlich als Oberbegriff die Firma Ortlieb legt auch sehr viel Wert, dass viele Rohprodukte tatsächlich aus der Nähe kommen, also dass da jetzt auch nicht irgendwie der Rohstoff aus keine Ahnung woher kommt, sondern tatsächlich, wenn es möglich geht, aus der Nähe von Lieferanten, die also auch da jetzt den Footprint haben, nicht da jetzt hunderte Kilometer mit dem LKW durch Deutschland oder durch Europa fahren. Da wird also ganz viel Wert drauf gelegt. Ein Großteil zum Beispiel des Stroms, es wird natürlich sehr viel Strom benötigt für die Produktion, wird auch hier schon über Solarzellen gewonnen. Was man gar nicht glaubt, viele Kunststoffteile oder fast alle macht Ortlieb selbst im Haus. Also da ist ganz wenig Zukauf, dass eben auch dadurch die Wege wirklich extrem kurz sind, dass es alles unter einem Firmendach ist, dass da jeder mal, ich sag's mal so salopp, mal eben kurz dahin rennt und mal wieder ein paar Schnallen holt und nicht erst wieder ein LKW mit Schnallen von Flensburg bis ins schöne Frankenland fährt, wo Ortlieb ansässig ist. Und wir haben eben natürlich, was dann eben Footprint angeht, auch keinen Fernosttransport über lange Schiffswege etc. Und eben diese Langlebigkeit, und das ist eben, wo wir am meisten mit punkten wollen, dass unsere Produkte extrem langlebig sind und dadurch natürlich auch eine optimale, der Fußabdruck eben optimal ist. Ne? Genau, transparenter geht es nicht. Genau. Transparenter geht es nicht, Ja. was das Thema angeht, und das Thema kommt immer wieder. Von daher Ja. Daumen hoch an dieser Stelle schon mal von mir. Und an der Stelle muss ich dich als Zuschauer auch einmal auffordern, Daumen hoch fürs Video da lassen.